darf Sie sehr herzlich begrüßen. Bei uns in Anschwang liegt der Oberpfalz in Bayern. Wir haben vor ca. 10 Jahren die erste Biogasanlage gebaut, hier gegenüber. Das ist eine Megawattanlage, da erzeugen wir nur Strom und Wärme. Und dann haben wir im Jahr 1999 ein komplett neues Biogassystem entwickelt. Das ist das sogenannte Synergiesystem. Wir haben dann eine zweite Biogasanlage gebaut mit einer Leistung von 4 MW elektrischer Leistung. Wir erzeugen hier Gas ins Netz und erzeugen aber auch Strom und Wärme. Dieses zweite Konzept hat den Hintergrund, dass wir einfach sehr viel faserhaltiges Material vergären wollten. Dieses faserhaltige Material können wir nur mit einer besonderen Beregnungstechnik verarbeiten. Das heißt, wir füttern eigentlich fast nur sehr schwer verkehrbares Material wie Stroh oder wie Grassilage, wie Ganzpflanzensilage. Und die Besonderheit an dieser Anlage ist das, es ist eine 4 Megawatt Anlage mit 2 großen Behältern. Diese 2 großen Behälter sind nur Folienbehälter. Diese Folienbehälter muss man sich so vorstellen wie 2 große Gartenteiche mit ca. jeweils 14.000 Kubikmeter. Diese Gartenteiche sind überspannt mit einer großen Gasfolie und einer großen Schutzfolie und mit einem Durchmesser von 54 Meter. Und die Besonderheit an dieser Anlage ist eben, dass wir praktisch das komplette Material unten rauspumpen und oben wieder drauf spritzen. Und das bringt den Effekt, dass wir im Fermenter keine Einbauten haben. Und es bringt einen weiteren Effekt, dass wir eben dadurch, dass wir sehr schlechtes Material hier vergären können, dass wir keine Schwimmdeckenbildung haben, weil wir eben keine Rührwerke brauchen, haben wir den Vorteil, dass wir wirklich sehr große Mengen, sehr schwer verdauliches Material an der Anlage verwerten können. Zur Gaseinspeisung, die im Hintergrund steht, wir erzeugen nur das Rohgas. Das Rohgas wird praktisch zur Gasaufbereitung übergeben. Diese Gasaufbereitung gehört der RK Schwaben, die ein großer Gaslieferant sind. Die reinigen das Bioerdgas und übergeben das dann ins Gasnetz. Wir erzeugen im Prinzip aus unserem schwer verdaubaren Stroh-, Grassilage-Material zum Schluss Gas, das der Endverbraucher in seinem Haus benutzen kann. Und so können wir auch durch die Anlage gehen. Die Besonderheit bei unserer Anlage ist, wir können praktisch in das Herzstück in die Mitte des Fermenters gehen. Im Hintergrund sieht man den Zyklon. Der Zyklon ist dafür da, dass er Steine, die im Fermentermaterial noch drin sind, abscheidet. Die können wir dann alle 4 Wochen, 3 Wochen unten rausnehmen. Dann geht es in die Hauptpumpe, die bringt 400 Kubikmeter die Stunde. Dann geht es über den Wärmetauscher nach oben wieder auf die Oberfläche des Fermenters drauf. Und so können wir im Prinzip das Fermentermaterial in Bewegung halten, haben wenig Mechanik verbaut, müssen wenig investieren und müssen vor allen Dingen sehr wenig wieder reparieren. Wir sind jetzt in der Mitte des Fermenters. Das ist der sogenannte Gasdom. Wir spritzen im Prinzip über diese Düse nur das Nachgärmaterial von unten nach oben. Und so hält sich der Fermenter, der Nachgärer in dem Fall in Bewegung. Und wir können so das Fermentermaterial in Bewegung bringen, sodass das Gas eben rauskommt. Wir sind jetzt hier am Futterplatz. Im Hintergrund sieht man den Radlader, der hat also eine spezielle Schaufelvorrichtung dran. Der schiebt eigentlich nichts anderes als am Tag 200 Tonnen grobfaseriges Grassilagematerial in den Fermenter rein, nur über einen Einschubschacht. Die Vorteile der Anlage sind, kurz zusammengefasst, sehr wenig Technik, sehr wenig Investitionskosten, sehr wenig Folgekosten. Sehr geringer Stromverbrauch, dadurch natürlich dauerhaft wenig Kostenaufwand für den Stromzukauf bzw. für den Stromnetzverkaufsmöglichkeit. Der nächste Vorteil ist natürlich, wir können alles füttern, was faseriges Material ist, von Grassilage, GPS bis zum schlechten Landschaftspflegematerial. Es ist so, dass wir natürlich hoffen, dass der Gesetzgeber, wenn jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet werden, dass das Gesetzgeber nicht komplett fallen lässt. Wir könnten natürlich bei unserer Anlage jederzeit immer Gas produzieren. In Zeiten, wo kein Strom abgenommen wird, könnten wir ins Netz einspeisen, weil wir die Gasaufbereitung dann starten können. Und in Zeiten, wo Strom gebraucht wird, könnten wir Strom produzieren. Und ich denke, dieser Ausgleich von
Stromerzeugern wie die Photovoltaikanlagen oder die Windanlagen wären wir natürlich als Biogasanlagenbetreiber jederzeit in der Lage, auch mit relativ guter neuer Technik sehr schnell die Spannung im Netz zu erhöhen.